In unserem heutigen Beitrag berichten wir über die vorgeschriebenen Ausstattungen, die beim verlängerten Sattel verbaut sein müssen, damit er den erhöhten Ansprüchen an die Verkehrssicherheit auch gerecht werden kann. Denn er darf, wie bereits berichtet, überall fahren, somit auch innerorts. Und in diesem Kontext sind die mitblinkenden Seitenmarkierungsleuchten zu nennen. Denn beim Abbiegen müssen gerade Fußgänger und Radfahrer über das blinkende Signal gewarnt und somit geschützt werden. Alle Lang-Lkw, gleich welchen Typs, erfordern das 130 mm hohe reflektierende Schild Lang-Lkw im Heck. Und allen Lang-Lkw-Typen ist gleich, dass sie keine kennzeichnungspflichtigen Gefahrgüter transportieren dürfen. Ebenfalls obligatorisch bei allen Lang-Lkw ist die Anzeige der echten Achslasten. Dies kann via Kannleitung auf einem Monitor im Fahrerhaus passieren, oder aber ist dies nicht gegeben, müssen die Achslasten direkt am Auflieger gezeigt werden, zum Beispiel auf dem verbauten Smartboard. Der sehr lange hintere Überhang des Fahrzeuges hat aber nicht nur fahrtechnische Auswirkungen, nein, auch im Stand bei der Beladung des Fahrzeuges muss dessen Heck zusätzlich abgestützt werden. Dafür sind hinter dem Aggregat klappbare Stützbeine verbaut. Von der gezogenen ein paar Anmerkungen zur ziehenden Einheit. Die Zugmaschine braucht aus Sicherheitsgründen entweder einen Abstandsregeltempomaten oder einen Notbremsassistenten, aber grundsätzlich einen Spurassistenten und einen Abbiegeassistenten. Und hier beim Actros würde eine Warnmeldung im virtuellen Spiegel angezeigt. Bei einem Radstand der Zugmaschine von größer gleich 3600 mm empfiehlt sich beim verlängerten Auflieger eine Lastverlagerungsachse. Aber Achtung, Lastverlagerungsachse und nicht DWC. Die Lastverlagerungsachse hat genau wie DWC Opti-Turn, also über eine Reduzierung des Radstandes eine bessere Manövrierfähigkeit erzielen. DWC hat aber darüber hinaus die Funktionalität Opti-Load. Wenn also Ihr Auflieger etwas ungünstig an der Stirnwand überladen ist, würde DWC dauerhaft Opti-Load aktivieren, um die Triebachse zu entlasten, und das auch bei Geschwindigkeiten oberhalb von 30 km/h. Ihr Lang-Lkw würde also dauerhaft sehr instabil laufen.